Herzlich willkommen zu einem neuen Pomade-Shop Bartpflege-Review. Bartpflege generell erklärt. Ich bin der Alex. Ich habe mich nicht umgezogen seit meinem wahrscheinlich letzten Review. Ich bin hier einfach in Ottobrunn geblieben und habe weiter Videos gemacht. Lohnt sich natürlich, wenn ich einmal hier bin, dass ich ein bisschen was für euch mache. Und ja, ich will euch heute mal ein bisschen was zur Bartpflege erzählen. Ich habe da nämlich jetzt auch im Laden schon so ja, die wildesten Sachen gehört, weil viele gar nicht wissen, wann nehme ich ein Öl, wann nehme ich einen Bartbalsam. Man kriegt natürlich Bartpflege inzwischen auch in der Drogerie und überall. Und da kauft sich jeder irgendwas und weiß eigentlich gar nicht, wie er es richtig anwenden soll. Deswegen will ich es euch mal erklären. Und zwar Basic Bartpflege für die meisten wäre ein Bartöl und eine Bartbürste. Bartöl ist nicht die Haarpflege oder die Borstenpflege. Wir haben ja Borsten im Gesicht und keine Haare mehr. Sind ja deutlich härter, wie ihr feststellt. Also wir nehmen es nur für die Hautpflege her, das Öl. Denn die meisten haben ja gerade im Kinnbereich Schuppenprobleme, trockene Haut. Einfach weil der Bart hier so dicht ist, gerade wenn ihr einen langen Bart habt, dass die Haut Schuppen anfängt, trocken wird. So, und diese Feuchtigkeit müssen wir wieder auf die Haut bringen und dafür nehmen wir ein Bartöl. Dazu haben wir auch extra die Pipette drin, denn so kommt ihr wunderbar, wenn ihr einen sehr langen, sehr dichten Bart habt, eben ja, mit den Fingern schwierig runter an die Haut. Ihr nehmt die Pipette und gebt euch einfach überall einen Tropfen hin. Danach bürstet ihr das Ganze runter. Das ist nicht angenehm und auch nicht so richtig schön. Das kratzt ordentlich über die Haut. Das soll es aber auch, denn ihr wollt die losen Hautschuppen abziehen. Ihr wollt die Durchblutung anregen und das Öl ordentlich verteilen. Und dazu lohnt sich die Bürste. Warum mache ich jetzt das Öl nur an die Haut und nicht in die Haare? So, das ist eben, wo viele immer sagen, ach, ich mache mir immer eine Pfütze und knall mir das voll rein. Öl hat das Problem, dass ein Öl wird irgendwann trocken. So, und danach sind eure Haare trockener und härter als zuvor. Das heißt, entweder habt ihr die Zeit und Muße, alle 2-3 Stunden neu Öl reinzulegen, oder ihr nehmt es, wie es gedacht ist, wirklich nur für die Haut und habt dann für die Haare den Bartbalsam. Das ist dann das nächste Produkt. Das ist die Haarpflege. Der Unterschied zum Öl, ihr habt das Öl in Lanolin, Wollfett, Bienenwachs, je nachdem, was der Hersteller nimmt, gefasst und dadurch werden die Öle auf euren Haaren nicht trocken und können den Bart dauerhaft aufweichen und weicher machen. Zusätzlich habt ihr beim Bartbalsam, bekommt ihr einen Halt in den Bart. Da haben wir jetzt verschiedene Festigkeiten, von sehr weich bis sehr, sehr fest. Je nachdem, wie widerspenstig, lang euer Bart ist, muss man da die Konsistenz für sich finden. Da helfe ich natürlich gerne im Laden in der Blumenstraße in München, wenn ihr es mal schafft. Oder ihr schreibt uns eine E-Mail oder ruft bei uns an und erklärt meinen werten Kollegen euren Bart und wie schwierig der zu handeln ist. Und dann finden wir bestimmt das richtige Produkt für euch. Beim Bartbalm muss man sich auch ähnlich wie beim Haarstyling-Produkt so ein bisschen ausprobieren und gucken, wie fest muss das Ganze sein für meinen Bart. Na, und das ist dann die Haarpflege und Haarstyling in einem. Da habt ihr beides zusammen. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel keine Schuppen habt im Bart und ihr wollt einfach euren Bart weicher bekommen und ein bisschen formen, braucht ihr einfach nur einen Bartbalm. Dann kann man sich das Öl schenken. Jemand, der keine Hautprobleme hat, braucht nicht zwangsläufig ein Bartöl. Na, also es ist immer je nach Situation. Dann haben wir natürlich noch für die Schnauzerträger unter euch haben wir ein Mustachewachs zum Zwirbeln. Auch hier gibt es verschiedene Festigkeiten. Die sind sehr, sehr stark vom Halt. Das ist wirklich fast gefühlt pures Bienenwachs. Auch hier sind Öle drin. Das ist eine brutal feste Variante eines Bartbalms, wenn man so will. Also auch das pflegt eure Haare. Und ihr könnt sie formen. Auch hier haben wir verschiedene Festigkeiten. Je nachdem, ob ihr euren Schnauzer nur locker zur Seite weglegen wollt oder ob ihr eng einzwirbeln wollt oder ob ihr einen 20 cm Salvador Dali Antennenbart machen wollt. Wir haben eigentlich jede Festigkeit da. Auch da helfen wir natürlich gerne weiter. Müsst ihr uns einfach nur kontaktieren dazu. Dann Bart waschen. Auch interessant, warum sollte ich kein Haarwaschmittel für den Bart nehmen? Denn Haarwaschmittel entfettet. Ein Bart will ich fetten. Genau falsche Richtung. Das heißt, wenn ich mir ein Haarwaschmittel in den Bart reinmache, dann entfette ich viel zu stark. Meine Haut wird noch trockener, meine Haare werden noch trockener und dann kann ich mir eigentlich das ganze Prozedere schenken, weil ich halt jeden Tag wieder alles an gesunden Fetten rausspüle. Dementsprechend könnt ihr fürs Bart waschen, gibt es in flüssiger oder in solider Form bei uns. Die Celador-Seifen gehen auch. Wichtig ist, dass sie einfach pH-neutral sind und euch nicht zu viel den Bart entfetten. Ihr wollt natürlich die Haut und die Haare reinigen, dementsprechend sollte man schon mal waschen. Das wäre nicht so schlecht, aber dann bitte eben mit einer Babyseife könnte man jetzt vielleicht auch noch nehmen. Also wirklich was einfach nicht die Haut zu sehr entfettet.
Generell kann man auch sagen, flüssige Bartwaschmittel fetten stärker nach, sind insgesamt öliger. Also wenn ihr eine sehr trockene Haut, sehr trockene Haare habt, nehmt ruhig ein flüssiges Waschmittel. Wenn ihr eh schon so ein bisschen fettigere Haut vielleicht neigt und ein bisschen mehr entfetten wollt, nehmt eine feste Seife. Auch da bieten wir natürlich beides an mit verschiedensten Düften. Und da sollte dann auch für jeden was dabei sein. So, ich glaube, ich habe euch so die Basics der Bartpflege erklärt und ihr wisst so grob, wann soll ich welches Produkt nehmen. Am Ende vielleicht nochmal, wann nehme ich einen Kamm statt einer Bürste. Eine Bürste empfehle ich euch grundsätzlich bis zu einer Bartlänge, wo er langsam anfängt zu hängen, weil mit einer Bürste kriegt ihr die Haare insgesamt gerade gezogen als mit einem Kamm. Einen Kamm nehmt ihr wirklich dann, wenn ihr einen sehr langen Bart habt und den wirklich gerade kämmen müsst. Ansonsten ist, Flexe in den alten Tagen, Junge. Eine Bürste für die meisten Bartlängen eigentlich die bessere Lösung. Auch Bürsten haben wir in verschiedenen Größen. Wenn ihr einen sehr kräftigen Bart habt und nicht mehr die kleine wollt, wir bieten auch Bürsten in verschiedenen Größen an, für alle möglichen Barttypen. Dann freue ich mich, wenn ich bald mal wieder hier sein darf und euch wieder was Neues präsentieren darf. Und dann sehen wir uns aufs nächste Review, Vorstellung, Erklärbär-Video, whatever. Macht's es gut. Bis bald mal. Servus.